Hallo zusammen, ich bin Daniel Kotten, bin von Swissweg und bin heute bei der Stiftung für das Tier im Recht zu Besuch. Hallo Daniel, ich bin Vanessa Gerritsen von der Tier. Genau, die Vanessa ist heute so freundlich und gibt uns Auskunft über das Thema Fisch. Und zwar ist das Thema ein grosses und wir möchten heute über Sportfischerei sozusagen reden. Also Angeln und Fischen zum Spass. Was ist zu bemängeln an der Sportfischerei, beziehungsweise wie seht ihr das Thema? Ja, also der Fisch ist ja auch ein Tier, ein Lebewesen mit Gefühl, mit einem Charakter, ein Individuum und ist geschützt als einzelnes Tier. Er hat eine Würde auch, also jeder Fisch hat eine eigene Würde, die ihm zugestanden wird, sogar von unserer Bundesverfassung. Und für Eingriffe, die man macht bei einem Tier, wie eben auch ein Fisch, also wenn man ihn belastet auf irgendeine Art und Weise, wenn man ihn tötet, wenn man ihn rauszieht, ist das etwas, was man rechtfertigen muss. Also, das sagt das Gesetz so, man darf das nicht einfach so machen, weil das eben ein Lebewesen ist, man muss das rechtfertigen. Und bei der Sport- und Freizeitfischerei fragt sich natürlich schon, ob da genug Rechtfertigung dafür da ist. Akzeptiert in der Gesellschaft ist, dass zum Beispiel zum Nahrungszweck, dass man Fisch rausnehmen und verspeisen. Das wird so ein bisschen allgemein toleriert als Rechtfertigungsgrund. Aber wenn man das einfach zum Spass macht, ist das nochmal etwas anderes. Und es gibt so ein bisschen die Praxis in der Sportfischerei, also das machen nicht alle, aber es gibt so gewisse Fischer, die fischen und wieder zurücklassen und einfach Freude haben am Rausziehen und die nachher wieder zurücklassen, sich vielleicht noch föteln mit dem Fisch und je grösser, je besser und dann blufft man noch ein bisschen damit, sage ich jetzt so. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und da sind wir überzeugt, dass das kein Rechtfertigungsgrund ist, um in einem Fisch solche Belastungen zuzufügen. Und auch das Gesetz sagt, dass das verboten ist. Also es ist nicht nur jetzt unsere Meinung als Tierschutzorganisation, das ist wirklich auch verboten, zu diesem Zweck zu fischen. Und wie äußert sich denn die Interessensvertretung der Sportfischer dem gegenüber? Es gibt ja auch also man muss ja eine Lizenz haben, um auch Freizeit fischen. Wie kommt dort, wie ist das Echo? Was ich jetzt mitbekommen habe, ist es nicht jetzt ein grosser Widerstand gegen das Verbot gewesen. Man darf natürlich nach wie vor auch fischen, man muss ihn einfach töten nachher, man darf ihn nicht mehr zurückgeben ins Wasser. Aber zum ihn nachher selber zum Beispiel zubereiten, das ist erlaubt und von dem her ist es nicht so ein Problem für die Fischer. Und die wirklich so auf diese Sportart fixiert sind, die gehen ins Ausland. Das ist, es gibt da auch Wettbewerbe und so, das ist bei uns verboten. Aber im Ausland zum Teil findet das statt und es gibt natürlich auch Schweizer Fischer, die das dann halt dort betreiben. Okay. Was man muss sagen zum Patent, das ist etwas, das es nur braucht, wenn man auf dem See fischt. Wenn man vom Land aus an einem Gewässer fischen mit der Angelrute, gibt es unter gewissen Bedingungen, man darf da nicht alles einsetzen, aber dort gibt es gewisse Freirechte, wo man eben kein Patent braucht. Ja. Das kennen wir auch problematisch. Weil die Kenntnis, die man sollte haben im Umgang mit einem Fisch, wenn man einen Fisch rauszieht, also das Rausziehen ist ja schon das Problem, da verletzt sich der Fisch schon durch den Haken, unter Umständen durch das schnelle Rausziehen. Da gibt es diverse Probleme, die passieren können, nach einem Anlängen vom Fisch. Wenn es jetzt einer ist, der geschont werden muss, es gibt Bestimmungen, dass man dann die wieder zurück tun muss, wenn man die mit den blutigen Händen anlenkt, haben die nachher einen Pilz, also ihre Schuppen gehen kaputt. Und das sind Sachen, die muss ein Fischer können und wissen, oder? Und wenn das nachher einfach nur für gewisse Fischer gilt, ist das problematisch. Also das müsste eigentlich jeder, der einen Fisch rausziehen darf, muss wissen, was er mit dem Fisch macht und auch wie er den richtig betäubt und tötet. Ja. Und die Kenntnis
Also das ist schon vorgeschrieben im Tierschutzgesetz, dass man den Fisch muss betäuben, tierschutzkonform, aber es kontrolliert niemand, ob denn das wirklich das so umgesetzt wird. Ja, genau. Jetzt, auf das hätte ich auch noch eingehen. Es gibt ja eben die Verordnung, dass man aber bis zu einer gewissen Größe, vor allem junge Fische, müsste zurück im Wasser lassen, weil sie ja eben noch zu klein sind. Also dass man eigentlich erst ausgewachsene Fische fischen darf, aber dass man ja das an der Angelroute und im Wasser so nicht kann unterscheiden kann. Auf der einen Seite darf man einen Fisch nicht zurück reinrühren, nachdem dass man ihn geangelt hat. Man muss ihn gerade töten, aber dann eben mit den kleinen Fischen muss man es genau gegenteilig handhaben. Wie erklärt sich dieser Widerspruch? Ja, es geht da vor allem darum, dass man nicht gewisse Fische, einfach, die unter Schutz stehen, dass man die nicht rauszieht. Oder? Und mit dem Tötungsgebot, eigentlich, dass man sie nicht einfach sonst wieder zurückgibt, versucht man eben so ein bisschen dieser Sport- oder dieser Freizeitbeschäftigung ein bisschen Einhalt zu gebieten. Und das ist so ein Dilemma, das man hat. Also man versucht einerseits eben die Fische zu schützen, die zu jung sind, zu klein sind, um die Bestände nicht zu gefährden. Oder? Und andererseits, oder eben auch Fischarten, die vielleicht gefährdet sind. Aber man kann das auch ein bisschen noch steuern mit der Art und Weise, wie man fischt. Also es gibt ja verschiedene Höken, es gibt verschiedene Methoden, wie man fischt. Und das ist auch je nach Art ein bisschen unterschiedlich, welche Fische dann auf das anspringen, anbeissen. Was wäre von eurer Seite her ein grosses Ziel jetzt auf das Thema bezogen? Also wir sind der Meinung, dass alle, die fischen wollen, die Sachkenntnis haben, die Grundkenntnis haben, wie man mit einem Fisch umgeht und dass niemand, auch nicht vom Land aus, da einfach frei fischen darf, auch wenn es vorgegeben ist, dass das grundsätzlich tierschutzkonform passieren muss. Da muss man irgendwie eine gewisse Kenntnis muss man da mitbekommen und dass man da einfach sich das selber aneignet, das sehen wir nicht. Das ist für uns eigentlich so eines der Hauptargumente. Dann gibt es aber auch noch andere Sachen, zum Beispiel Widerhöken, die grundsätzlich verboten sind, aber es gibt dort wieder Ausnahmen dazu und die werden auch genutzt. Und da sind wir auch der Meinung, solche Sachen, das geht nicht. Oder auch lebende Köderfische, die zum Teil eingesetzt werden, auch grundsätzlich laut Tierschutzgesetzgebung verboten. Aber es gibt Ausnahmen dafür und die Ausnahmen die sind aus unserer Sicht nicht akzeptiert. Ja, okay. Also ich danke dir herzlich für das Gespräch, Vanessa, und weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit. Danke Vielen Dank. vielmals.